Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Unser Quilttop ist fertig, unser Sandwich ist aufgebaut, alle Vorbereitungen sind getroffen und jetzt möchten wir endlich quilten. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke und wir legen los. Meine Videos werden finanziell unterstützt von den Kanalmitgliedern. Einen herzlichen Dank an euch. Das Motiv, das ich gewählt habe, sieht auf den ersten Blick nicht wie ein Anfängermotiv aus. Wie gehen wir als Anfänger denn nun mit komplexen Motiven um? Unser komplexes Motiv ist auf einen Block begrenzt. Und dieses Motiv wiederholt sich in jedem einzelnen Block. Ein bisschen kleiner im kleinen Block und groß im großen Block. Und dadurch ergibt sich dann eine ganz spannende Gesamtansicht. Jeder einzelne Block gliedert sich in 4 Windradflügel aus zweifarbigen Dreiecken, in 4 Zwischenräume und in eine Mitte. Für jedes einzelne Feld gestalten wir eine Quilt-Idee. Wir möchten diese Ideen mit einem Lineal umsetzen. Keine Sorge, das Motiv sieht schwieriger aus, als es ist. Und ich habe ein paar Tricks eingebaut, damit ihr als Anfänger ein schönes Ergebnis bekommt. Wir starten mit der Mitte. Wenn wir die einmal geschafft haben, brauchen wir uns nur noch um den Rand herum arbeiten. Das heißt, wir haben immer ein ganz überschaubares Stück Stoff unter unserer Maschine. Das kriegen wir hin und wir starten. Bevor wir unser Motiv nun aber auf unseren Stoff quilten, möchten wir es noch einmal vorzeichnen. Dazu nehmen wir unser Linealfüßchen und unser Lineal. Wir stecken einen Folienstift in unser Linealfüßchen. Wie ihr das gut umsetzen könnt, das seht ihr in dem unten verlinkten Video. Und wir übertragen unser ganzes Motiv auf die Folie. Unser Lineal hat 3 eingezeichnete Hilfslinien. Wir starten in der Dreiecksmitte, da wo beide Dreiecksfarben an der geraden Linie zusammentreffen, und wir zeichnen einmal die Rundung unseres Lineals nach. Wir fahren bis zur äußeren Dreieckslinie und fahren wieder zurück. Wenn wir das haben, schieben wir unser Lineal bis zur zweiten Hilfslinie weiter und wir ziehen die nächste Linie. Das Ganze möchten wir in beide Richtungen umsetzen, sodass wir eine Blüte erhalten, die sich aus Quadraten bildet. Das gefällt mir als Motiv sehr gut. Das möchte ich gerne in meinen einzelnen Patches arbeiten. Unser zweites Motiv soll eine geschlossene Blüte ergeben. Dazu legen wir die Rundung unseres Lineals zu unseren Dreiecken und unser Startpunkt beginnt aus der Mitte heraus. Wir zeichnen die äußere Rundung unseres Lineals in beide Richtungen nach, sodass wir eine geschlossene Form erhalten, nehmen unser Lineal zur Seite und zeichnen auch hier wieder unsere Hilfslinie nach. Wir arbeiten mit der zweiten Hilfslinie. Auch das setzen wir wieder in beide Richtungen um. Das heißt, wir flippen unser Lineal und zeichnen die zweite Seite, sodass wir auch hier wieder ein Raster erhalten. Bevor ich jetzt endgültig loslege, schaue ich, dass ich den richtigen Quiltdruck von meinem Füßchen zum Quilt habe. Wie ihr das ermitteln könnt, dazu findet ihr ein Video in der Videobeschreibung. Ich quilte sehr gerne mit Quilthandschuhen. Bei meinen Quilthandschuhen schneide ich mir die Kuppen von Daumen und von Zeigefinger ab, damit ich noch weiterhin greifen kann. Und die anderen 3 Finger haben diese Gripfinger, sodass ich auch hier meinen Quilt ganz leicht verschieben kann. Wir versenken den Transporteur. Wir stellen unsere Stichlänge auf 0. Wir senken unser Füßchen ab. Wir vernähen 3-mal auf der Stelle. Und wir nähen einmal um unser zweifarbiges Dreieck im Nahtschatten herum. Und wir setzen unser Füßchen an. Unser Füßchen haken wir in die Nut. Wir schieben das Ganze nach außen. Und ich klebe mir nochmal so einen kleinen Punkt von meinem Schmirgelpapier mit der Spitze zu meinem Ansatzpunkt. So, diese Spitze soll an meiner Nahtaußenkante
landen. Fixiert euer Lineal und ihr quiltet. Bis zu dem Punkt und zurück. Wir drehen das Ganze bis zur nächsten Linie. Mit der einen Hand fixiert ihr euer Lineal und mit der anderen Hand fixiert ihr den Stoff. Achtet darauf, dass ihr euer Lineal so haltet, dass es nicht verrutscht. Schiebt euer Lineal weiter bis zur nächsten Linie und startet erneut. Wenn sich euer Stoff zusammenschiebt, dann stoppt euer Füßchen. Näht nicht einfach über diesen erzeugten Wubbel drüber, sondern hebt einmal das Füßchen an, sortiert den Stoff neu und dann könnt ihr ganz ohne Schwierigkeiten wieder weiter quilten. Wir quilten jede einzelne Linie doppelt. Das hat den Vorteil, dass wir mit der Hinlinie einmal das Motiv gestalten und mit der Rücklinie vertiefen wir das Motiv und wir sichern die Naht. Das heißt, was auch immer euch passiert und was auch immer an Abenteuern euch auf diesem Quiltweg begegnet, ihr befindet euch jederzeit in einer gesicherten Naht und könnt euer Motiv abbrechen und neu starten. Wenn wir die eine Bogenlinie fertig gestaltet haben, wiederholen wir das gleiche Motiv auf der zweiten Seite. Das heißt, wir flippen unser Lineal auf die andere Seite und wiederholen unser Motiv. Was hier jetzt passiert ist, wir haben eine sehr intensive Sicherung unserer ganzen Arbeit. Einmal gestalten wir ein aufwendiges offenes Blütenmotiv und zum anderen erzeugen wir ein Gitter. Wir nähen über Kreuz über unsere schon gestaltete Naht hinweg, sodass wir eine zusätzliche Sicherung unserer gequilteten Nähte haben. Wenn ihr alle Windflügel von einem Quiltmotiv gequiltet habt, dann beendet ihr die Naht. Ihr vernäht dreimal auf der Stelle, schneidet die Fäden ab und könnt dann ganz neu mit einem neuen Motiv starten. Das gibt euch die Möglichkeit, jederzeit einmal euren Quilt unter der Maschine hervorzuholen, zu schauen, was ihr habt, wie es euch gefällt und ihr verliert nicht den Überblick. Ich hatte beim Nähen kleine Dreiecke in die Mitte gesetzt. Dadurch öffnet sich hier eine Tasche und diese Tasche möchte ich nutzen. Da möchte ich ein bisschen eine Tapanto-Technik mit einbringen. Das heißt, ich habe mir jede Menge Dreiecke geschnitten. Ich nehme ein Dreieck. Dieses Dreieck schiebe ich unter mein Patch, schiebe das so ein bisschen hinein, dass das ein bisschen höher wird. Unsere Außenkante schlage ich jetzt um. Achtet darauf, dass hier jetzt die Füllung nicht rausschaut. Schneidet die Füllung nicht zu groß zu. Die Außenkante schlage ich um und ich quilte einmal an meiner Außenkante entlang. Richten das Ganze aus und wir quilten. Das Umnähen dieser äußeren Seite ist ein bisschen schwierig und wenn man das ersten Male macht, dann wird die Naht meistens nicht ganz so schön. Dadurch, dass wir unsere Quadrate füllen, wippt unsere Außennaht hoch und die Fehler, die wir hier in unsere Naht gesetzt haben, die Fehler, die wir hier gequiltet haben, die verschwinden unter dieser hochgestellten Naht. Das heißt, ihr könnt das Umnähen von diesen dehnbaren Kanten ganz in Ruhe üben, ohne dass ihr laufend trennen müsst und ihr habt eine schön betonte Mitte. Das zweite Motiv, das wir quilten, ist eine geschlossene Blüte. Die Rundung unseres Lineals richten wir zum farbigen Dreieck aus. Ihr könnt euch oben an die Spitze eures Lineals so ein Stückchen Kleber setzen, das euch die Mitte für eure Blüte markiert. Diese Quiltnadel, die ich an den Rand gesetzt habe, gibt mir genau die Mitte zwischen zwei farbigen Dreiecken, also zwischen zwei Windradblättern an. Dadurch kann ich meine geschlossene Blüte ganz genau ausrichten. Wenn ich das habe, kann ich die Nadel entfernen.
Ihr braucht beim Quilt nicht allzu sehr darauf zu achten, dass euer Lineal ganz gerade liegt. Ihr braucht auch nicht darauf achten, dass eure Linien ganz genau übereinander stimmen. Wenn euer Lineal verrutscht und ihr arbeitet mit einer verschobenen Linie weiter, wird das Muster immer noch gut wirken. Wir haben eine Vielzahl von kreisförmigen Linien, die eine offene oder eine geschlossene Blüte füllen. Ob da dann eine Linie mehr oder weniger bei dem Motiv ist oder ob eine Linie ein bisschen verschoben ist, das Ganze wird immer blütenartig wirken. Ganz im Gegenteil, wenn ein paar Linien aus der Reihe tanzen, dann wird die Blüte lebendiger wirken und das Ganze wird nicht wie ein statisch vom Computer generiertes Muster aussehen. Also traut euch daran, quiltet einfach drauf los. Genießt schräge Linien und ihr werdet überrascht sein, wie gut das trotz irgendwelcher Holperer in den Linien nachher wirken wird. Nehmt euch Zeit und genießt die Zeit an der Nähmaschine beim Quilten. Und yay, alle Blöcke sind gequiltet. Hey! Das sieht doch schon super gut aus. Was jetzt noch fehlt, sind unsere Zwischenräume. Dazu wählen wir ein All-Over-Design. Wie das gestaltet werden wird, seht ihr in der nächsten Woche. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiter quilten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.